Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Scholl und ich freue mich, Herrn Christian Hoffmann von Gossen Medravat begrüßen zu dürfen. Ja, hallo. Mich freut es auch riesig, heute hier sein zu dürfen, um den neuen Prozesskalibrator der MetraCal CM-Serie einmal präsentieren und vorführen zu dürfen. Christian, ich durfte ja schon mit dem tollen neuen Kalibrator spielen. Und was Mhm. mir als Techniker sofort aufgefallen ist der geteilte Bildschirm, vergeben und nehmen. Für mich das absolute herausstechende Feature. Mhm. Was steckt dahinter? Mhm. Ja, danke für die Frage. Wir haben auch das Feedback aus dem Feld bekommen, dass die Arbeitsabläufe hier einfach nochmal effizienter, nochmal schneller, nochmal fehlerfreier gemacht oder gestaltet werden sollen. Und gerade bei Prozesskalibratoren, wo ich Werte simulieren und gleichzeitig den Messwert aufnehmen möchte, da war das im Prinzip einer der Punkte, den wir ja, angehen möchten mit dem Gerät, dass ich auf einen Blick gleich erfassen kann, was für einen Wert gebe ich aus und was gibt mir meine Messstelle zurück, um hier Ablesefehler zu reduzieren und die Arbeitsabläufe im Feld effizienter, schneller und besser und kundenfreundlicher vor allem gestalten zu können. Prozesskalibratoren gibt es viele. Was unterscheidet euer neues Produkt von den Marktbegleitern? Mhm. Ja, also tatsächlich haben wir bei diesem Gerät eine ganze Palette von Features und Funktionen integriert, die wir in der Form bei anderen nicht sehen. Ich fange jetzt mal mit dem Offensichtlichen an. Da haben wir ja schon drüber geredet. Das ist diese duale Anzeigemöglichkeit mit unserem absolut blickwinkelstabilen TFT-Display, mit dem wir auch ganz andere Möglichkeiten haben, tatsächlich dem Kunden oder den Nutzer durch die Prüf- und Messaufgaben durchzuführen. Sei es angefangen bei dem geteilten Bildschirm, den wir vorhin gesehen haben. Das geht weiterhin, dass ich mir bei meinen Messaufgaben tatsächlich Helpscreens einblenden lassen kann, damit ich mehr Führung bekomme, wie ich meine ganzen Messbuchsen überhaupt anstecken muss in der Applikation selber. Und das Ganze ist auch kontextsensitiv. Das heißt, für jede Mess- und für jede Simulationsfunktion haben wir einen eigenen Helpscreen hinterlegt. Sowohl mit Text als auch mit einem Bild. Dann bietet mir das Display natürlich auch die Möglichkeit, dass ich ein sehr, sehr nutzerfreundliches Menü habe, wo ich mich sehr schnell zurechtfinde, auch wenn ich mit dem Gerät vielleicht nicht so häufig arbeite. Dann bietet es uns die nächste Möglichkeit, dass ich mir meinen Messverlauf oder meinen Signalverlauf nicht nur numerisch anzeigen lassen kann, sondern auch als Graph. Also hier sehe ich jetzt eine grafische Übersicht, wie mein Signalverlauf über die Zeit sich verhält. Das kann ich mir ein- und ausschalten, je nach Feature. Aufgefallen ist mir auch, dass es eine Fernbedienbarkeit gibt, eine Remote-Funktionalität. Das heißt, Mhm. ich kann das Gerät auch fernbedienen, Ja, korrekt? ja, das ist richtig. Und zwar kann ich das Gerät über die bidirektionale Bluetooth-Schnittstelle, die wir ja auch verbaut haben, ansteuern. Mhm. Die Bluetooth-Schnittstelle dient dazu, dass ich auf jeden Fall auch mal meine ganzen Messwerte, die ich hier speichern kann, mit Echtzeituhr, also mit Zeitstempel, auslesen lassen kann. Aber auch, wie du schon sagtest, das Gerät wirklich komplett fernsteuern kann über meinen Laptop, den ich und dem zugehörigen Programm. Wenn wir das Gerät jetzt einmal umdrehen, dann sehen wir etwas, was jetzt vielleicht auch andere Geräte nicht so haben. Und zwar hier versteckt, das hier ist der Schnellwechselakku. Und mit dem möchten wir einfach eine höhere Uptime, eine höhere Verfügbarkeit von meinem Gerät erreichen. Wie vergleichbar mit einem Akkuschrauber. Wenn der Akkuschrauber leer ist, dann kann ich den Akku auch entsprechend austauschen durch einen neuen, durch einen geladenen, und ich kann gleich mit meinen Kalibrierarbeiten weitermachen. Werfen wir nun einen Blick auf die Funktionen des Geräts. Eingeschaltet wird das Gerät mit dem Drehschalter. Mit dem Drehschalter kann ich auch die jeweilige Mess- oder Simulationsfunktion gleich auswählen. Ich kann beispielsweise hier in dem orangenen Teil die verschiedenen Simulationsfunktionen auswählen oder auch im grünen Teil die verschiedenen Messfunktionen. Wenn ich beide Funktionen kombinieren möchte, geht das in dem Dual-Modus. Für häufig verwendete Funktionen oder Funktionspaarungen kann ich Customize-Funktionen C1 bis C4 belegen. Hier werden mir alle Einstellungen im Gerät inklusive Sprache, Displayhelligkeit, Bluetooth an, aus etc. abgespeichert. Als Hilfestellung für den Nutzer gibt es zu jeder Funktion
ein kontextsensitives Hilfemenü. Dieses rufe ich mir über die Menütaste Hilfe zur aktuellen Messung ab. Hier wird mir in einem kurzen Text erklärt, was für eine Messung gerade ausgewählt ist und in einem Bild erklärt, wie ich das Gerät verschalten muss, damit die Messung funktioniert. Ein QR-Code bringt mich zum Nutzermenü in der jeweiligen Sprache. Am besten sieht man das Ganze vermutlich in einem kleinen Anwendungsbeispiel. Ich habe dazu hier mal etwas vorbereitet. Auf der einen Seite simulieren wir eine Temperatur mit einer PT100-Simulation. Der Messumformer hier, den ich angeschlossen habe, macht daraus mir ein 4 bis 20 mA Stromsignal. Wir simulieren nun minus 200 Grad, was den unteren Grenzwert darstellt. Ich aktiviere die Buchsen mit dem Druck auf den Softkey. Nun fährt der Sensor hoch und zeigt mir meine untere Grenze von 4 mA an. Nun habe ich noch die Möglichkeit, mein Kalibriersignal, mein Ausgangssignal in verschiedenen Modi zusammenzubauen. Das Gerät unterstützt manuell, Rampe, Tabelle und Intervall. Wir haben hier nun eine kleine Rampenfunktion eingebaut bzw. programmiert. Diese starte ich mit Druck auf den Softkey Start. Nun fährt meine PT100-Simulation von minus 200 Grad auf plus 850 Grad hoch. Und wie ich sehen kann, ändert sich auch mein Wert, den mein Messumformer mir zurückgibt. Das Ganze kann ich mir jetzt einmal numerisch anzeigen lassen mit dieser Dualfunktion. Oder ich schalte das Ganze um auf meine Graph-Funktion, wo ich das Ganze mir als YT-Diagramm ausgeben lassen kann. Der Metrikal CM unterstützt auch die Kommunikation über das HART-Protokoll. Über das HART-Protokoll kann ich gleich Messumformer im Feld direkt ansteuern und bestimmte Parameter abändern. Dazu gehe ich über die Messfunktion, hier ins Menü, wähle HART aus und verbinde meinen Messumformer. Das kann jetzt einen Moment dauern, je nach Gerät. Hier in dem Menü nun, in dem HART-Menü, kann ich bestimmte Parameter mir anzeigen lassen oder auch gleich bestimmte Grenzwerte, Parameter des Messumformers direkt abändern. Hier spart sich der Anwender weitere Messinstrumente oder Hard Field Devices, die er sonst mitführen müsste. Auch unterstützt das Gerät ganze Sequenzen. Mit Sequenzen kann ich Überprüfungen von Sensorik im Feld geführt durchführen. Dazu wähle ich im Menü den Punkt Sequenz und wähle aus der Liste der Sequenzen, die ich eben durchführen möchte, die entsprechende aus. Ein kleines Textfeld zeigt mir an, was in diesem Prozessschritt durchgeführt wird. Beispielsweise überprüfe ich das untere Limit meines Messumformers bei minus 200 Grad. Wenn ich mit dem Messwert zufrieden bin, drücke ich OK, der Messwert wird gespeichert. Und das Gerät springt automatisch in den nächsten Schritt der Sequenz. Nun überprüfen wir beispielsweise das obere Limit, 850 Grad. Wenn der Messwert stabil ist, ich mit dem Messwert soweit zufrieden bin, kann ich wieder per Druck auf die OK-Taste diesen Messwert abspeichern und das Gerät springt in den, jetzt in diesem Fall, letzten Sequenzschritt, was bedeutet, dass mir alle meine Werte nochmal tabellarisch angezeigt werden. Diese Werte sind im Gerät mit Zeitstempel gespeichert und kann ich für die weitere Verwendung über die Schnittstelle auslesen. Stellt sich mir die Frage, die Hardware besteht, wie sieht es aus mit der Zukunftssicherheit, auch der Softwaretechnologie, Upgrade-Fähigkeit eures neuen Produktes? Ja, also auch bei diesem Produkt haben wir darauf geachtet, dass der Anwender lange damit Freude hat natürlich. Und wir haben ja auch tatsächlich von der Architektur der Software die Möglichkeit, noch im Feld bestimmte Features zu aktivieren. Also ich habe natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, die Features gleich ab Kauf aktiviert zu haben oder später mir über einen Freischaltkey diese im Gerät zu aktivieren. Was wir ja sehen, sind die Features einmal mit der Hard-Kommunikation, dass ich intelligente Sensorik im Feld tatsächlich ansteuern kann. Dieses Feature kann ich mir aktivieren. Und auf der anderen Seite haben wir die Funktion der grafischen Anzeige, die ich vorhin mal kurz gezeigt habe. Diese Funktion kann ich mir auch im Feld mit einem Freischaltcode aktivieren.
Vielen Dank fürs Einschalten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und sollten noch Fragen zum Produkt offen sein, dann können Sie sich gerne bei mir oder meinen Kollegen melden. Mein Datatec-Team und ich beraten Sie selbstverständlich gerne. Melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie einen Like da und abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank und auf Wiedersehen.